gebe es zu. Irgendwie haben mich Edelsteine in Bezug auf sanftes Heilen immer kalt gelassen. Nicht, dass ich sie nicht bewundert hätte und sie mir nicht wichtig gewesen wären. Es war einfach das Lebendige in Pflanzen, das mich stärker faszinierte. Wobei ich Edelsteine sehr wohl verwendete, den schwarzen Turmalin beispielsweise, als eine Art Schutz vor schädlicher Strahlung. Andere haben sentimentalen Wert, ein kleiner Diamant meiner Oma beispielsweise. Ich habe keine Ahnung, was er wert ist, es interessiert mich auch nicht. Der Wert, den er für mich hat, lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Auch als ich Amandus Korse kennenlernte, den ersten Hersteller von Edelsteinessenzen, der mir über den Weg lief, klickte es nicht so richtig. Natürlich war er nicht der Erste, der das tat. Edelsteinwasser, auch bekannt als Kristall oder Edelsteinelixier, wird seit Jahrhunderten als Heilmittel verwendet. Die Praxis, Wasser mit Edelsteinen zu versetzen, geht auf alte Zivilisationen wie die Ägypter, Griechen und Römer zurück. Diese Kulturen glaubten an die metaphysischen Eigenschaften von Edelsteinen und ihre Fähigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden zu beeinflussen. Edelsteinwasser wird verwendet, um die energetischen Eigenschaften der Steine für verschiedene aber auch spirituelle Zwecke zu nutzen. Diversen Edelsteinen wird eine Wirkung auf Körper und Geist zugeschrieben, wenngleich diese so unterschiedlich ist wie die Wirkung von Johanniskraut und Klatschmohn. Dem Amethyst beispielsweise werden oft beruhigende und stressabbauende Eigenschaften nachgesagt, während der Rosenquarz mit Liebe und emotionaler Heilung in Verbindung gebracht wird. In der heutigen Zeit hat die Verwendung von Edelsteinwasser zu Heilzwecken in der Alternativmedizin und in ganzheitlichen Wellnesskreisen an Popularität wieder gewonnen. Befürworter behaupten, dass sie zum Energieausgleich beitragen, das emotionale Wohlbefinden fördern und die körperliche Gesundheit unterstützen können. Zu den beliebten Edelsteinen, die für die Herstellung von Elixieren verwendet werden, gehören Quarz, Zitrin und Lapislazuli. Das Wasser kann jeder herstellen, der einen Edelstein sein eigen nennt. Es geht ganz einfach. Man reinigt den Stein zuerst, bevorzugt im fließenden Wasser eines Baches, es geht aber auch unter dem Wasserhahn. Dann lädt man ihn im Sonnenlicht auf und schließlich kommt er in ein Glas Wasser, das man dann anschließend austrinkt. Einen kleinen Haken gibt es jedoch dabei. Manche Steine sind nämlich giftig. Um keine giftigen Stoffe in die Edelsteinessenz gelangen zu lassen, musste die Herstellung für diese ein klein wenig modifiziert werden, ist aber letztlich immer noch ziemlich simpel. Zunächst macht man eine ganz normale Edelsteinessenz, das heißt Quellwasser mit Edelstein in die Sonne stellen, abfiltern und mit Alkohol konservieren, fertig ist die Uressenz. Ursprünglich benutzte man dafür destilliertes Wasser. Meine Wahl geht aber immerhin zum Lebendigen. Bei giftigen Stoffen ist das allerdings nur der erste Schritt, denn diese Essenzen will ja niemand einnehmen. Stattdessen verwendet man sie für die Herstellung einer giftfreien zweiten Uressenz, indem man sie in ein größeres Glasschälchen gießt, in das man ein zweites, etwas kleineres mit reinem Quellwasser stellt. Eine Art Babuschka-Essenz. 2, 3 Stäbchen, meinetwegen Mikado, werden noch darüber gelegt, auf denen man den gewählten Edelstein balanciert, sodass die Uressenz im inneren Schälchen komplett von der ersten Uressenz umgeben ist, ohne sich mit ihr zu vermischen und überdies noch von oben mit der Energie des Originalsteines aufgeladen wird. Von solchen ungiftigen Essenzen eigentlich giftiger Steine habe ich ein paar gemacht und meines Wissens sind die nirgendwo sonst erhältlich. Erst ab jetzt, wo jedermann erfährt, wie es geht, wird es sich vielleicht herumsprechen. Sie finden also auch Tigerauge und Kugelpyrit unter den Mamboja-Edelsteinessenzen, die Sie sonst vorläufig vergeblich suchen werden. 3 wenig bekannte Elixiere möchte ich Ihnen heute vorstellen. Cyanid-Sodalith. Das ist ein Stück Cyanidfelsen, reich an fluoreszierendem Sodalith.
Vorschläge für einfachere Namen sind herzlich willkommen. Es gibt zwar einen solchen, den hat sich aber jemand als Trademark gesichert, deshalb darf ich diese Essenz nicht Juperlite nennen. Bitte vergessen Sie das also ganz schnell wieder. Zu finden ist dieser in den USA am Lake Michigan. Man muss allerdings schon sehr genau hinschauen, denn im Grunde kann man sich kaum einen langweiligeren Stein als diesen hier vorstellen. Der sieht nämlich so aus. Grau, glitzert zwar ein bisschen, könnte aber genauso gut auf der Straße liegen. Interesse erweckte er erst, als ein gewisser Eric Rintermackie auf die Idee kam, einmal eine UV-Lampe drauf zu richten. Tja, da schlug's 13. Dieser unscheinbare Stein begann auf einmal zu leuchten. Ich habe mich zwar vergewissert, dass Cyanid-Sodalid ungiftig ist, die Essenz jedoch zur Sicherheit trotzdem mit der Doppelmethode hergestellt. Die Eigenschaft steht sinnbildlich für ein Manko, das viele Menschen aufweisen. Sie wissen gar nicht, welch großartige Eigenschaften sie besitzen. Im Alltag tauchen sie unter, sind quasi unsichtbar, vermeiden alles, um aufzufallen, doch wenn man zu ihrem Kern durchdringt, entdeckt man warmherzige, schlaue Leute, die bloß eine schmerzhafte Niederlage oder eine Abfuhr zu viel erlitten und unbewusst die Schlussfolgerung gezogen haben: Wenn mich keiner sieht, kann mich auch niemand verletzen. Und doch hat jeder etwas, worauf er stolz sein kann. Er müsste nur bereit sein, es einmal herzuzeigen, statt sich klein zu machen. Das zu entwickeln, was in einem steckt, ist aber nur eine Seite der Medaille. Dafür einzustehen und es zu präsentieren, die andere, ohne welche die erstere wie ein Tropfen im Meer versinkt. Wer also ein bisschen Hilfe bei der inneren und äußeren Häutung brauchen könnte, dem sei Cyanid-Sodalid ans Herz gelegt. Zinnober, der Stein der Zauberer, und der ist definitiv giftig, also bitte kein Edelsteinwasser daraus herstellen. Zinnober ist ein Erz, das schon im Altertum zur Gewinnung von Quecksilber verwendet wurde. Man findet ihn vor allem in Spanien, darüber hinaus aber auch in Algerien, China, Italien, Mexiko, Peru, Russland, Slowenien und den USA. Zinnober ist der Grundstoff für das Farbpigment Zinnrot, das auch als Zinnoberrot bezeichnet wird. Das lateinische Wort Cinnabaris, auf dem der Name beruht, bedeutet Drachenblut. Der Stein der Zauberer, wie Zinnober auch genannt wird, der wurde von Alchemisten und Zauberern im Mittelalter für verschiedene Zwecke genutzt. In dieser Zeit wurden viele mineralische Substanzen und Edelsteine mit magischen Eigenschaften in Verbindung gebracht und der Zinnoberstein war einer davon. Seine Verwendung war Teil eines größeren Prinzips magischer Praktiken und Glaubenssysteme, die in verschiedenen Kulturen existierten. Solche Methoden wurden oft geheim gehalten und in eingeweihten Kreisen von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn man davon ausgeht, dass Zinnober magische Kräfte besitzt, dann liegt es natürlich auf der Hand, ihn beispielsweise als Schutzamulett bei sich zu tragen, um den Einfluss finsterer Kräfte, verhängnisvoller Flüche und böser Geister fernzuhalten. Zaubersprüche und Rituale wurden durch den Einsatz des Zinnobers verstärkt, sodass deren magische Energie zum Beispiel bei der Heilung von Krankheit wirksam werden konnte. Insgesamt war der Zinnoberstein ein Symbol für Macht, Schutz und Magie in den Händen von Alchemisten und Zauberern vergangener Zeiten. Und in meiner Hand sieht das so aus. Auch ein bisschen unscheinbar, aber ich zeige ihn auch nochmal in etwas größer, damit die Farbe Ihnen auch etwas deutlicher wird. Die Nutzung der Zinnoberessenz befreit von Stimmungsschwankungen und Nervosität. Vor allem selbstsabotierende, finstere Gedanken, Sorgen und Selbstverurteilung werden gemildert und aufgelöst. Vieles von dem, was einen bedrücken kann, findet ja nur in der Fantasie statt. Ein Kind, das sich auf dem Nachhauseweg von der Schule verspätet hat, mag vielleicht nur ein bisschen herumtrödeln oder
etwas Interessantes entdeckt, einen Freund getroffen oder sonst etwas erlebt haben, was es die Zeit vergessen ließ. Doch mit jeder Minute, die vergeht, verwandelt sich im Denken seiner Eltern sein Schicksal von hat sich vielleicht verletzt oder wurde womöglich entführt, bis hin zu ist wahrscheinlich ermordet worden, bis es ein kleines Weilchen später unversehrt zu Hause eintrifft und gar nicht versteht, was hier die Stimmung so verfinstert. Diese Art von Finsternis kann durch Zinnober erhellt werden. Die Steinessenz fördert flexibles und rasches Denken und gibt den eigenen Absichten eine klare, deutliche Ausrichtung. Auf diese Weise stärkt er die Beharrlichkeit und hilft bei Konzentrationsschwächen. Klares Denken, rasches Handeln, entschiedene Absichten, deutliche Ausrichtung. Darum geht es bei Zinnoberessenz. Man bleibt sich selbst treu und gibt nicht so leicht auf, wenn man herausgefordert wird. Zinnober stärkt das Basischakra und sorgt so für Bodenhaftung, während er zugleich im Denken und Handeln so beweglich macht, dass man spontan sein und unerwartete Haken schlagen kann, ohne vom eigentlichen Weg abzukommen. Zinnober lässt das Unmögliche für möglich halten und das Unerreichbare erreichen. Insofern hat er vielleicht wirklich magische Kräfte. Purpurit. Auch der dritte Stein, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist zur Herstellung eines Edelsteinwassers ungeeignet. Nur als Edelsteinessenz, die kontaktlos hergestellt wurde, ist sie brauchbar. Das ist der Stein, dessen hervorragendste Eigenschaft natürlich seine Farbe ist. Wird vielleicht hier nicht so deutlich, aber ich zeige es auch nochmal in groß. Diese Farbe verlieh ihm auch den Namen natürlich Purpurit. Sein wichtigster Fundort ist Namibia. Es gibt aber auch Fundstellen in Frankreich, Schweden, Finnland und den USA. Der Stein ist aufgrund seiner Seltenheit zwar sehr teuer, wegen seiner geringen Härte jedoch nicht so sehr als Schmuckstein geeignet. Schade eigentlich. Die Farbe Purpur wird in verschiedenen spirituellen Traditionen und Glaubenssystemen mit Transzendenz, Spiritualität und Mystik in Verbindung gebracht. Als königliche Farbe wird Purpur oft als Symbol für Würde und Noblesse betrachtet. In einigen Kulturen wird sie auch mit spirituellen Erfahrungen, tiefen Emotionen und einer höheren Bewusstseinsebene assoziiert. Traditionell war Purpur eine Farbe des Luxus, der Macht und des Reichtums. Im antiken Phönizien begann seine Geschichte, wo die Extraktion des kostbaren Farbstoffs mit Hilfe von Schnecken durch aufwendige Prozesse gelang. Als tyrischen Purpur bezeichnete man tiefdunkel violetten Purpur. Dessen Gewinnung dauerte außergewöhnlich lang und benötigte ausgesprochen viel des Schneckensekrets. Das machte ihn zu einem wertvollen Statussymbol. In Byzanz wurde er entsprechend für kaiserliche Gewänder verwendet. Das zieht sich durch viele Kulturen. Immer wird Purpur mit Exklusivität, Besonderheit und Würde verbunden. Er verleiht einem Eleganz, Respekt und Ansehen. Darüber hinaus wird er oft als Farbe der Kreativität, Originalität und Leidenschaft betrachtet. Der Edelstein Purpurit wird in Folklore und traditionellen Gebräuchen oft als Stein der Freiheit und Spiritualität angesehen. Er soll die Intuition fördern, Klarheit schaffen und kreative Energien freisetzen. Darüber hinaus wird er mit Erfolg, Wachstum und Überfluss in Verbindung gebracht. Manchem gilt Purpurit auch als Schutzstein gegen negative Energien und als Verstärker für spirituelle Praktiken. Auch die alten Zauberer nutzten Purpurit. Sie taten das, um die psychische Wahrnehmung zu stärken, die Konzentration zu verbessern und die Kommunikation mit dem spirituellen Reich zu erleichtern. Es wird angenommen, dass der Stein hilft, verborgene Weisheiten zu enthüllen und spirituelle Erkenntnisse zu vertiefen, die Kreativität zu fördern,
toxische Denkmuster loszulassen und das Selbstbewusstsein zu stärken. Im Chakrasystem wird Purpurit vor allem mit dem Stirnchakra in Verbindung gebracht. Dieses Energiezentrum steht für Intuition und Erkenntnis. Die Tropfen, die wir aus der Energie des Steins gewinnen, sorgen entsprechend für Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen und Kreativität. Eine Situation kann dann am besten bewältigt werden, wenn man sie aus allen Blickwinkeln betrachten kann. Konflikte können so durchschaut und geklärt werden. Das macht ihn gerade in der heutigen Zeit besonders wertvoll, wo es zunehmend zur Polarisierung der Meinungen mit daraus resultierendem Abstand, ja Ablehnung der Mitmenschen kommt. Lasst uns durch die Mauern schauen, die andere um sich selbst gebaut haben. Aber noch viel wichtiger, lasst uns durch die Mauern schauen, die wir selbst um uns errichtet haben. Viele ziehen die Perspektive des anderen gar nicht erst in Betracht, was die Rezeptur zur Eskalation von Konflikten ist. Das Magische an diesem Stein ist, dass er Verbindungslinien erkennen lässt, wo mancher nur Trennendes entdecken kann. Purpurit schenkt einem den sogenannten langen Atem, das Durchhaltevermögen, das Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit überwinden lässt, ebenso wie Reizbarkeit und Mangel an Flexibilität. Purpurit hilft in Notsituationen Außergewöhnliches leisten zu können und in Gedanken stets konzentriert bei der Sache zu sein. Und bei der Sache geht es darum, bewusst, kreativ und einfühlsam am Zusammenwirken und Zusammenkommen der Menschheit wirken zu können.